Ja, was sind die typischen Fehler beim Mund? Also, wenn euer Mund irgendwie noch ein bisschen komisch aussieht, dann kann das verschiedene Ursachen haben. Und zwar ist es zum einen so, dass häufig die Oberlippe ein bisschen zu lang gerät. Das heißt, der Abstand von der unteren Nasenkante bis zur unteren Oberlippenkante sozusagen, wenn der etwas zu lang ist, dann wirkt das ganze Gesicht nicht so richtig harmonisch. Und als grobe Faustformel könnt ihr rechnen, dass die Länge der Oberlippe, das sind hier jetzt 1,2, 1,3 Zentimeter, ungefähr der Hälfte der Nasenbreite entsprechen sollte. Das sind hier 2,7, also es kommt ungefähr hin. Und hier ist die Nase 2,5 breit und die Oberlippe auch so 1,2, 1,3 lang. Genau, das ist eine Faustformel, da muss man sich natürlich nicht 1:1 dran halten, aber wenn das Verhältnis nun sehr stark auseinander liegt, also der Abstand von Nase zur Lippe genauso groß ist wie die Nase breit, dann kann das eben der Grund sein, dass die Puppe noch irgendwie ein bisschen komisch aussieht und dann könnt ihr einfach von unten ein bisschen gegenschieben mit der Filznadel und die Oberlippe ein bisschen nach oben schieben. Dann, was ich auch oft sehe, ist, dass die Oberlippe zu wulstig noch ist und zu stark aufgesetzt wirkt, also nicht vollständig ins Gesicht integriert ist. Wenn ihr mal von unten schaut, dann seht ihr, dass die Oberlippe zu den Seiten hin komplett flach wird und wirklich hier ganz fließend in die Wangen übergeht. Und manchmal ist es so, wenn hier nicht genug gefilzt wurde, dass die Lippe eben noch zu stark nach oben kommt und zu stark raussteht. Wenn die noch so aufgesetzt ist, dann müsst ihr einfach wirklich an den Übergängen nochmal arbeiten und die einfach nochmal mehr ins Gesicht integriert, indem ihr rundherum sozusagen das abflacht, dass es wie aus einem einzigen Guss sozusagen erscheint. Und was ich auch öfter sehe, ist, dass die untere Lippenkante von der Oberlippe ein bisschen zu stark ausgeschwungen noch ist. Da haben wir ja in der Mitte das Mittelstück, die sogenannte Lippenbeere, herausgearbeitet, aber auch die Seiten sind manchmal einfach zu stark nach unten ausgeschwungen und einfach zu prägnant. Und das sorgt dann dafür, dass das Gesicht nicht so niedlich wirkt. Weil prägnante Gesichtszüge entwickeln sich in der Regel erst mit dem Alter. Also eine Hakennase zum Beispiel oder ein sehr ausdrucksstarker Mund. Das haben kleine Kinder in der Regel noch nicht so. Das heißt, dadurch wirkt das Gesicht älter. Und wenn ihr das ein bisschen reduziert, wirkt es wiederum etwas jünger und vor allen Dingen auch niedlicher. Das heißt, wenn eure Unterkante der Lippe noch relativ stark ausgeschwungen ist, dann versucht das einfach mit den feinen Filznadeln ein bisschen zu reduzieren und oft macht so eine kleine Veränderung dann schon eine große Wirkung. Und ein weiterer Faktor von Niedlichkeit ist, ich habe es in den vorangehenden Videos schon gesagt, aber ich sage es nochmal, weil es eben oft übersehen wird tatsächlich, gerade bei Anfängern, die Größe des Mundes. Das heißt, wenn der Mund deutlich breiter ist als die Nase, und das passiert schnell, auch die Nase gerät oft zu groß am Anfang, weil wir uns eben so darauf konzentrieren. Und dann fehlt manchmal der Blick für das Verhältnis von den Proportionen und von den einzelnen Gesichtsteilen zueinander. Also der Mund sollte nicht viel breiter sein als die Nase. Abgesehen natürlich von dem lächelnden Mund, der ja nur lächelt, weil er eben breiter ist. Aber wenn ihr einen neutral schauenden Mund habt, dann schaut, dass die Mundwinkel nicht wesentlich über die Nasenflügel hinausgehen. Wenn das der Fall ist, dann schiebt einfach mit den feinen Filznadeln von der Seite noch mal ein bisschen dagegen, um ja, die Mundwinkel einfach so ein bisschen nach innen zusammenzuschieben. Überprüft auch nochmal die Größe von Mund und Nase im Verhältnis zum Gesicht abschließend. Und wenn ihr unsicher seid, könnt ihr die Breite auch nochmal nachmessen auf dem Foto und das dann auf euer Puppengesicht übertragen zur Kontrolle. Grundsätzlich ist es so, dass der Ausdruck vom Mund, das seht ihr jetzt hier auch an diesen 3 Beispielen, der verändert sich total, wenn man irgendwo ein bisschen mehr Volumen aufträgt oder ein bisschen Volumen wegnimmt. Hier sieht man es zum Beispiel an der Oberlippe, die ist jetzt hier sehr stark betont. Hier ist sie ein bisschen schmaler und das ist sofort ein völlig anderer Mund und ein völlig anderes Gesicht. Das heißt, um da Erfahrung zu sammeln und ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, spielt ruhig damit rum, dass ihr einfach ein bisschen Volumen mal aufmodelliert an der einen Stelle und dann schaut, wie das aussieht. Oder einfach ein bisschen Volumen wegnehmt. Macht gerne Fotos, dokumentiert das, dass ihr dann sehen könnt, okay, was passiert eigentlich mit dem Gesicht, wie schaut mich die Puppe an, wenn ich hier ein bisschen mehr habe oder hier ein bisschen weniger. Und das hilft dabei, ein Gefühl dafür, für die Proportionen auch zu bekommen, auch für den Ausdruck, sodass man irgendwann dann dahin kommt, dass man tatsächlich den Ausdruck, den man im Kopf hat, auch genauso hinbekommt.
Genau, und zu guter Letzt ist mein Tipp, nicht verzweifeln. Das ist wirklich schwierig, gerade die Nase und dann den Mund und beides in eine gute Harmonie zu bekommen. Im Zweifelsfall, wenn ihr irgendwie ein bisschen unzufrieden seid und schon so lange rumprobiert habt, dann legt das Ganze einfach einen Tag weg. Das wirkt oft Wunder, wenn man dann nochmal einen frischen Blick drauf hat und ja, dann einfach vielleicht auch nochmal sieht, okay, da lag das Problem oder da kann ich nochmal ein bisschen arbeiten. Also gönnt euch zwischendurch Pausen und ja, macht euch keinen Stress. Das Ganze soll ja Spaß machen.